Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Kuba ist seit dem 15. November wieder weitestgehend geöffnet. Die folgende Frage hat mich öfter erreicht und deswegen mache ich hierzu mal ein Video. Welche Frage das ist? Welche Sachen bringe ich am besten mit nach Kuba? Wenn man als normaler Urlauber nach Kuba reist, stellt man sich vielleicht die Frage, ja, was man nach Kuba mitnehmen kann. Wenn man 1-2 Kilo von seinem Reisegepäck noch übrig hat, lohnen sich schon Kleinigkeiten, die es in Kuba entweder nicht gibt oder nur zu horrenden Preisen. Im heutigen Video widmen wir uns also den Mitbringseln. Diese können zum Beispiel als Trinkgeldersatz im Hotel oder der Casa Particular genutzt werden, da man zum Beispiel mit einer Creme oder ein Deo mehr anfangen kann. Hygieneartikel sind sehr teuer oder nicht existent. Vom Trinkgeld könnte sich eine Person also auch nicht unbedingt eine Creme kaufen. So ist es besser, direkt das Produkt zu überreichen. Neben Trinkgeldersatz kommt es natürlich ganz darauf an, wie weit man ins Land schaut, also abseits der Touristenpfade bzw. Touristenhochbogen. Man trifft überall Personen, denen man helfen kann. Und wenn man Bedenken hat, da man selbst nicht ausgenutzt werden möchte, dann reicht ja auch schon eine Schokolade, um ein Kind zum Strahlen zu bringen. Kurzum, es gibt viele Gelegenheiten, auch als normaler Tourist, ein paar Sachen unter die Leute zu bringen und etwas Freude zu schenken. Ich dachte mir, ich unterteile das Video in den folgenden Kategorien: Medikamente, Hygieneartikel und Kosmetik, Süßigkeiten, Kleidung, Spielsachen und sonstiges. Natürlich erhebe ich mit dieser Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Fangen wir mit der Rubrik oder Kategorie Medikamente an. Alle frei verkäuflichen Medikamente sind gut. Warum? Weil es in Kuba kaum Medikamente gibt. Bis 31.12.2021 ist die Einfuhr von Medikamenten unbegrenzt zollfrei, also auch über die im Normalfall 10 Kilo hinweg. Wie es danach weitergeht, kann man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt quasi noch nicht sagen, zumindest nicht abschließend. Nun, also alle Medikamente sind willkommen. Allen voran Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol. Gerade Paracetamol ist deswegen wichtig, weil es fiebersenkend wirkt und in Kuba neben Corona vor allem auch Dengue ein Risiko darstellt. Aber auch Vitamine sind wichtig. Kuba ist zwar eine Karibikinsel und man will meinen, dass es dort Obst und Früchte gibt, aber dem ist leider nicht so. Die Produktion reicht nicht aus und die Produkte selbst sind sehr teuer. Zum Thema Medikamente kann man also sagen, dass im Grunde alles wichtig ist. Nehmt also mit, was euch in den Sinn kommt. Geht da am besten von euch selbst aus. Kommen wir zu den Hygieneartikeln. Auch hier gilt die genannte Zollregelung bis zum 31.12.2021. Creme, Deo, Seife, Duschgel, Shampoo, Haargel, Parfüm, Rasierzeug, jegliche Kosmetikartikel, Zahnbürste, Zahnpasta. Die Zollregelung existiert nicht ohne Grund. Sämtliche Hygieneartikel sind Mangelware. Also auch hier gilt, geht von euch selbst aus, kauft Dinge vielleicht einfach doppelt oder lasst auch eure Reste dort, da ihr nach dem Urlaub nicht mehr, benötigt. Ihr solltet jetzt natürlich nicht die Zahnbürste da lassen, aber ziemlich alle anderen Dinge sind zumindest zu überdenken. Bei den Hygieneartikeln sollte man natürlich darauf achten, dass die Flüssigkeiten über 100 Milliliter nicht im Handgepäck mitgeführt werden dürfen. Kurze Unterbrechung. Wisst ihr, dass knapp 60% meiner Zuschauer meinen Kanal gar nicht abonniert haben? Von daher würde ich sagen, macht das doch mal schnell und ja, jetzt geht's auch weiter mit dem Video. Danke. Ja, wie sieht es mit den Süßigkeiten aus? Süßigkeiten sind in Kuba sehr teuer. Möchte man einem Kind oder wegen meiner auch einem
ewigen Kind, da viele Kubaner ja immer ein Stück weit ihrer Kindheit bewahren, eine Freude machen, abseits der notwendigen Dinge. So ist jegliche Süßigkeit eine gute Möglichkeit. Bonbons, Lollis, Kaugummis, Kaubonbons, Gummibären, Schokoladen, Kekse. Ja, die Kinder werden es lieben. Kommen wir zur Kleidung. Kleiderspenden werden gerne gesehen oder auch gerne angenommen. Achtet natürlich auf das Klima. Die Sachen sollten sommertauglich sein. Wobei es im Westen der Insel auch mal kälter werden kann. Also maximal Sweatshirts, ansonsten eher sommerlich. Shorts, Flipflops, T-Shirts, Hemden oder auch Sonnenbrillen, Mützen und solche Dinge. Spielsachen. Mit dieser Kategorie meine ich alle Dinge für Kinder. Buntstifte, Kreide, Sticker, Malbücher, Spielzeugautos, Puppen, Steckbausteine. Dinge, die weder viel Gewicht haben noch teuer sind, aber Kinderaugen zum Leuchten bringen. Ja, kommen wir zu den sonstigen Sachen. Ja, von Kugelschreiber über Handtücher bis hin zu USB-Sticks oder generell Speichermedien. Kleine Dinge, die nicht viel wiegen und auch günstig in der Anschaffung sind. Am Ende kann man sagen, dass in Kuba alles gebraucht wird, da es kaum Dinge gibt und wenn es etwas gibt, dann ist es meistens sehr teuer. Jede Art von Mitbringsel ist willkommen. Macht euch da nicht so viele Gedanken. Wenn ihr ein paar Kilo im Gepäck übrig habt, besorgt bzw. kauft einfach viele kleine Dinge, die man gut verteilen kann. Ja, solltet ihr mehr als ein paar Kilo übrig haben oder sogar ein extra Gepäckstück für Spenden mitnehmen, so gilt hier eigentlich die gleiche Aussage. Also alles wird gebraucht. Hier müsst ihr lediglich die Zollbestimmungen beachten. Zum Beispiel darf eine Person nicht mehr als 5 Paar Schuhe eines gleichen Types mitführen. Oder auch bei den Handys muss man aufpassen. Ein persönliches Smartphone und 2 für die Familie bzw. Spenden darf man mitführen. Wer also mehr als nur 1-2 Kilo als Spende oder Geschenke mitnimmt, sollte darauf achten, nicht zu viele Dinge von einer Sache mitzuhaben. Ja, das halt, um es mal grob runterzubrechen. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video, spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, Saludos, ciao.